Das ist keine normale Trinkflasche, das ist ein mobiles Sprudelsystem und genau das testen wir jetzt im Wohnmobil. Passt das Ganze wirklich in unseren Camperalltag? Wie groß und wie schwer ist das Ganze? Und vor allem, ist das wirklich eine Alternative zu Wasserflaschen, Wasserkästen und Sprudelflaschen mit Pfand? Bleib unbedingt dran, denn gleich beim Unboxing siehst du, ist es ein wirkliches Camper-Equipment oder ist es nur Spielzeug oder nur für zu Hause. Komm, steig ein, wir fahren los, mit Viola und Uwe wird's famos. Willkommen zurück auf unserem Kanal bei Wohnmoreisen Viola und Uwe. Mein Name ist Uwe. Wenn du mit dem Wohnmobil und mit dem Camper unterwegs bist, du wissen willst, welche Produkte wirklich sinnvoll sind, dann bist du hier genau richtig. Wir schauen uns heute Battle Plus ganz genau an und starten direkt mit dem Unboxing. Kurz, ehrlich und prägnant. Denn schon beim Auspacken entscheidet sich, ob ein Produkt wirklich durchdacht ist. Wir fahren los. CO2-Flasche für unseren Sprudel. Hier haben wir das Bottle Plus Spark Set. Das ist hier drin. Was haben wir jetzt hier alles dabei? Eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier eine ordentliche Verpackung. Wir haben hier diese Grundeinheit von dem Spark Set. Hier kommt die Kohlendioxidflasche rein. Hier haben wir dazu eine entsprechende Flasche. Denn hier können wir immer unser Sprudelwasser machen, wenn wir es auch gebrauchen. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Unser CO2-Zylinder kommt jetzt hier zum Einsatz. Den bekommt ihr mitgeliefert. Den könnt ihr auch nachbestellen. Das sind die handelsüblichen CO2-Druckflaschen, die ihr hier verwenden könnt. Und der kommt jetzt hier so rein. Im Lieferumfang haben wir hier diesen Dichtring. Der gehört hier unten mit rein. Dann schrauben wir gerade hier unsere Flasche verkehrt rum hier rein. Aufpassen, dass ihr nicht verkantet mit dem Gewinde. Ganz kräftig anschrauben. Und dann kommt hier unsere Abdeckung normal wieder drauf. Jetzt haben wir das Ganze hier verschlossen. Das ist jetzt fest. Jetzt schauen wir mal während der Fahrt, dass das nicht wackelt. Und wir haben hier unten dran schön in U-Form Anti-Rutsch-Gummimatten. Und das stellen wir mal hin. Und ich tue mal ganz leicht. Es lässt sich ganz schwer bewegen. Während der Fahrt wird das Teil auch nicht rutschen. Vom Kippen her müssen wir probieren, müssen wir schauen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wie funktioniert das? Natürlich werden wir das Ganze auch mal testen während der Fahrt. Ich finde das natürlich klasse, weil wir hier immer frisch Wasser nachproduzieren können. Nach seinen Belieben und nach seinem Geschmack Kohlensäure hinzuzusetzen. Ganz schnell mal zu den Maßen, damit ihr eine Vorstellung habt. Die Flasche groß 24,5, wenn ich das jetzt richtig ablesen kann. Und die Halterung mit der Gasflasche ist 40 cm hoch, eine Länge von 24 cm. Breit sind wir hier bei 13 cm. Ich habe jetzt nur grob gemessen, dass wir mal hier einen Überblick haben, wie groß die Vorrichtung ist. Wir lassen das ja so stehen, nehmen bloß die Flasche weg und stellen die in den Kühlschrank. Gerade im Wohnmobil ist jedes Teil zu viel, sofort nervig. Schauen wir also, was hier wirklich drin ist. Viele denken hier an einen Mini-Soda-Streamer, aber Battle Plus funktioniert ganz anders. Das System arbeitet komplett ohne Strom. Der Carbonisierer wird auf die Flasche hier direkt draufgeschraubt. Wir zeigen das mal. Der ist hier aus Aluminium und der wird hier direkt drauf geschraubt. Und man sieht es schon oder man hört es auch, dass das Material hier sehr hochwertig ist. Und zum Reinigen könnt ihr den Carbonisierer hier unten abschrauben. Ihr schraubt hier oben auf und somit kommt ihr hier wunderbar in die Flasche rein zum Reinigen. Das bedeutet, du bist komplett unabhängig, kein Stromanschluss, keine große Maschine und natürlich zusätzlich keinen
Platzbedarf. Gerade im Wohnmobil oder beim Freistehen oder im Camper ist das ein riesiger Vorteil. Hier genau neben unserer Kaffeemaschine. Das passt auch noch hier davor. Das ist vom Platz her natürlich platzsparend. Jetzt kommt die wichtigste Camperfrage: Wohin damit? Die Battle Plus Flasche ist so groß, dass sie problemlos in typische Campingschränke oder Camper-Wohnmobilschränke passt, auch in Seitenfächer und sogar in Getränkehalter. Wir haben die ja schon einige Zeit. Wir füllen die immer auf und stellen die natürlich bei uns in den Kühlschrank während der Fahrt. Beim Reisen zählt natürlich jedes Kilo, das wissen wir. Battle Plus ist angenehm leicht. Selbst mit dem Carbonisierer fühlt sich das Gesamtgewicht sehr leicht an. Aber Theorie ist das eine, entscheidend ist natürlich der Alltag. Ja, und wie wird das Ganze verwendet? Wir füllen das auf mit kaltem Wasser, mit unserem gefilterten Wasser hier aus dem Tank. Wir haben jetzt hier, das werden wir nicht genau sehen, einen 3/4 Finger. Dann kommen wir ins Wasser, lassen wir frei. Wenn wir die Flasche befüllt haben mit Wasser, dann stellen wir die hier auf unsere Halterung und befüllen erstmal unseren Carbonisierer mit Kohlensäure. Ihr habt es gehört, dann springt es nach oben. Jetzt ist der Carbonisierer voll mit Kohlensäure. Wie machen wir jetzt Sprudelwasser hier draus? Die Flasche ist befüllt, unser Carbonisierer ist voll. Hier unten haben wir den Knopf, den betätigen wir für 2 Sekunden. Und dann fangen wir an, diese Flasche ordentlich zu schütteln. Für normales Sprudelwasser noch einmal 2 Sekunden hier den Knopf gedrückt halten und ihr hört es auch. Wieder schütteln. So, jetzt haben wir das fertig. Unser Getränk, es ist kühles Wasser. Ihr habt es deutlich gehört vom Zischen. Und jetzt füllen wir das mal ein. Schon alleine hier vom Abgießen, wie wunderschön das Sprudelwasser ist. Es ist schön kühl, das Glas läuft an und schön mit Kohlensäure versetzt. Ja, liebe Camperfreunde, Prost! Das war unser Unboxing-Video von Battle Plus. Wir verwenden die Flasche ja schon einige Zeit, einige Monate. Im nächsten Video testen wir Battle Plus einmal im Camper-Alltag. Wie verhält sich das, wenn wir die Vorrichtung hier stehen haben? Was machen wir mit der Flasche auch während der Fahrt, nicht nur im Kühlschrank? Wie verwenden wir das im Camper-Alltag? Das alles im nächsten Video. Wenn du das natürlich nicht verpassen möchtest, dann abonniere ganz einfach unseren Kanal und klicke dich dann direkt in das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.